Vrede van jou om waar hier te zijn. Es wird de laatste Leute zijn deiden. Ik zong met en wie ik wat de laatste phrase en eerste vers en dan blijf ik stil en kijk ik eens wat het te zeggen. We zongen alle met een vallen hart. I love thee, my Savior, my Lord, my God, we adore thee. En dan de laatste phrase dan zongen we, but how much I love thee, my actions will show. En dat kunnen we ons dan manchmal vragen. We zijn, we leven Jezus en we doen. Maar hoeveel doen we dan daartoe? Me weer op het weerval zoals de Leute het eruit brengen. We leven Jezus, maar hoeveel we werkelijk doen dat worden aan zijn woorden wezen. Dankeschön für das Leute anleiten, dass wir so viel wird zu mir. Wenn wir denken an Gott sein Wort und wir denken an die Kirche kommen und anbeten, wir denken an die Gemeinschaft mit Gott und wir denken an, dass wir uns durch einmal bare nennen jeder Weg sägt wie du noch, oder dass bei uns kämen nicht eine Frau nach Welt zu der Kirche fahren oder nicht, dass uns alle klar und das leicht wie und dat is ook zoals het zal zijn. Maar dan, wanneer we in de Bijbel lezen, dan zien we dat sommige mensen die hebben dat niet immer ganz so gut gehört en der dort sind wir von denen gesehen. Als ik gisteren mijn aanloten deed om van denen wat verder te brengen, ik heb iedere gedacht en mezelf gevraagd, wat is het wat Gott seine Gemeinde kann abbühen sein, was kann zum Sehen sein. Das nicht meine Weisheit, aber dass Gott sein Wort wird kann reden. Und ich komme auf Psalm 34. Das ist den, wo wir uns von dem bis zu übergehen und uns lehren von David. Aber wenn wir bloß das Psalm übergehen, ja, wir kriegen veel dingen eruit, aber wenn wir einmal ein klein bisschen weiten, ein Wort von der Zeit, und wanneer das Psalm geschrieben wird, dann auf einmal ist es noch viel mehr wird. Und wir weiten, dass David ein junger Mann war, und er sehr übernehmend war, und er eine dichte Gemeinschaft mit Gott leben dort, und als Anfang sich zu beweisen, haben wir als gesalbt worden für den König, als den Vorabend in den Krieg schicken, wo Goliath totschlug. Und dann Lothar, some andere Städten, wo große Dinge deed, wo das Volk am sehr verloben deed und wo sehr gehonored wird von den Menschen. Aber dann, als an dem Abend, dann wird der Stand geraten. Und das kommt so weit, dass er wegrennen muss. Und er kann nicht mehr da bleiben, weil er wieder in Todesgefahr. Und Jonathan bereden, die waren sich einig über some Dinge, was kriegt, und dann zum Utfing ist das gefährlich wir verarmen oder nicht. Und dann weit wieder das wir. Und dann verleiht er, dann ging er nur den, ich weiß nicht, wo weit das ist, aber er ging nur den Priester Ahimelech. Du früh er nur eten, für Armen, für seine Männer. Und dann weit wir das, als er wir nur das Eten fragen, die früh noch nur das Schwert, er kriegt Goliath sein Schwert. Aber er wieder ein Mann, was nachher nur recht nur Soll bringen. Und dann weit wir dann, für dort waren all die Priester an der Gegend dort gemerkt. Das sagte wir 84 oder 85 Priester, die alle waren dort geschlagen, für dort, wo David gewaßt wird. Und dann, als er da war, dann kommt einer von den Priestern, wo das war, kommt nach an und sagt, was alles passiert ist, und dann sagt David, das ist meine Schuld. Hij wird bedreigt, was passiert wird. Hij wird bedreigt, wo er alle ranging. Hij muss ran für sein Leben. Und nu durch dort, wo hij gerannt wird, hat noch andere Menschen müssen leiden durch dort. Hij sagt, das ist seine Schuld.
Als hij durch een eindje weg is, dan heet er dat eine Stadt, de Stadt Keiler wordt angegrepen van de Oberländer. En dan heeft hij aber weer een hart voor de mensen daran. Hij maakt ran voor zijn leven. Hij ziet dat dingen passeren wat niet goed zijn. Maar dan ziet hij dat deze Stadt wordt angegrepen. En hij vraagt God, is dit zo wat ik me zal omkomen? Is dit zo wat ik zal wat met doen? En zegt God, ja, yes, dus is. Go op de stad. Hij moet ran en hij heeft daarna het opene uur voor andere mensen en te goed. Als hij de stad geholpen heeft, dan moet hij aber ware voet zijn dat hij de wederkomt voor zijn vriend. Hij kan niet blijven. De leden in de stad worden am sehr jaren geloofd en geholpen hebben en schutz gegeven hebben, alles. Aber die kunnen niet weens de druk wat weer. En in deze tijd, dat is waar David dit psalm schreven heeft. Hij is op een vlucht, hij moet weggaan. Hij kan niet door zijn waar hij wordt lijken te zijn. Hij moet van zijn vrouw verloten, weten dat nog her, die wordt andere gegeven. En in deze tijd, waar hij niets had wat aan comfort geven deed, waar hij kon geloten zijn en wist dat hij zeggen weer, dan schrijft hij dit psalm. En we willen den zo even lezen en ons de bemerkingen merken, wat hij schreven deed. En dan denken, en wat van de tijd en ons leven wordt we fit zijn voor something zoals dit psalm te schrijven. Wordt het dan zijn wanneer ons het alles schijn gaat, of wordt het dan zijn waar God ons het alles gezegend heeft, wanneer we zijn in zware tijden aangeroden, of wanneer we zijn aangeroden, waar we niet kunnen zijn, waar de nächste stap wordt zijn, of de nächste schritt van ons leven wordt zijn. Dat is vielleicht, waar we God het meeste aanvertrouwen kunnen, of doen. En zo, wanneer we dan zo'n tijden beginnen, dan fällt ons Fleisch dat schwer, en we würden hier nicht gleichen, dass es so wäre. Psalm 34, Vers 1, das wo er sagt, dass er, ich werde lesen. David sein Psalm, als er sich für Abimelech verstellt, als wenn er dort wie in der Arm wegjuch und er dann wegging. Das ist noch der Twischen, was ich vergessen hatte, sein, dass als er bei Ahimelech weer bij de priester, en van daar weer ging, dan ging hij nog naar de stad waar dus Abimelech weer. En wat, vielleicht nog wat met de Philister te doen, dat hij niet krijgt nu gestudeerd, maar daar weer hij weer op een stad waar hij ook in gevaar weer en dan verstaalt hij zich. En mank al dit, schrijft hij dit psalm, hij vangt aan in vers 2, zegt het, ik wil den Herrn immer loven. Mijn mul zal immer reit zijn om te loven, even wanneer ik weggaan moet. Mijn ziel zal van Herrn immer godet reden, dat die, wat im Elend zijn, dat hier in zich doet te vrijen. Hij weer krijgt wat im Elend weer, aber hij schrijft het zo, dat anderen zich worden kan trösten, er anderen worden kan getröst worden. Zijn lippen zullen immer godet reden. Zijn ziel zal immer erfüllt zijn van godet reden. Vers 4. Verherrlich met mij den Herrn, weil wir alle taub zijn noemen hoog eeren. Hij zegt hier, dat mag God zijn noem verherrlicht worden door mijn leven, ook in deze tijd wanneer ik weggaan moet voor den kennen. Ook in deze tijd wanneer ik niet weet wat mijn nächste stap is in mijn leven en gevaar zijn. Maar broek deze steed waar ik ben, God merkt dat zo, dat die noem kan verherrlicht worden door dat. En don't wat mijn situation is, maar dat God zijn noem kan hooggehoven worden. Vers 5. Ik zag den Herrn en hij antwoordt mij. En hij raadt mij uit al mijn vragen. Ik zag den Herrn en de Herr viert mij uit de vraag, uit de angst waar ik ben weer, de leidt de Herr mij uit.
die sich ab Arm verloren, haben ein Gesicht, das mit Freude strahlt, und sie waren niemals zu schauen. Die, die sich ab dem Herrn verloren, das sagt hier, die haben ein Gesicht, das mit Freude strahlt. Was hat David hier gerade gedacht, als er das geschrieben hat, und er wir auf dem Weg sich in den Stich zu bringen? Er wusste, dass wir Menschen am Hängeran, um sein Leben zu nehmen. Und dann sagt er, die sich auf den Herrn verloren, die hatten gesagt, dass mit Freude strahlt, even in so einer Städte steht. Even in so einer Zeit in uns Leben, wo wir nicht können weiten, wo wir die nächste Nacht wollen sehen, oder was mit uns wird passieren. Als diesem Mann in sein Elend schrie, hier der Herr arm und halbarm uit all seine Not. Den Herrn sein Engel lehrt sich an die, der am Fürchten und halbarm uit. Das ist, was David sagt, und das steht, wo er wir. Der Thema von der, wenn wir uns ein bisschen anschauen, was in Vers 13 ist, ich will dort nicht abnehmen, aber wir trägen von Vers 9 anfangen zu lesen, aber Vers 13, da sagt er, wer ist du, der Jahren Leben in Gott Deo haben mag, dann wird wir, glaube ich, alle die Hand abheben, dort ist wirklich, was ich will. In dieser Zeit fragt David sich selbst, wo soll ich leben? Oder wo wird mein Verlangen sein zu leben? Und er gibt dann die Antworten, was zu sein. Aber wer will Leben in Gott Deo haben? Dort ist uns alle angenehm. Vers 9. Fängt mal selbst uit, wo Gott der Herr ist. Wo Gott ist dort für den, der sich ab Arm verlässt. Wo Gott ist es für den, der sich ab den Herrn verloren hat. Fängt doch mal uit. Das sagt, dass wir sollen uns mal nennen und das ausproben. Wo Gott ist der Herr wirklich? Das ist nicht alles selbstverständlich. Das ist nicht alles so, als uns Fleisch das jankert. Das ist nicht alles so, als wir das würden gleichen. Und David sagt, fängt das mal aus. Kann uns selbst mal die Frage stellen, haben wir das mal ausgeprobt, dass wir wissen, wo Gott der Herr ist? Wir alle sagen, wir alle kommen top und wir loben Gott mit Leiden und wir danken ihm, wir preisen ihm. Und das ist eine Stadt, wo wir gleichen zu sein. Und wir singen uns das Lied. Und wo sei wir den Herrn wirklich loben, dort wurden unsere Actions bewiesen. Vers 10. Fürcht den Herrn, die seine Heilige, der am Fürchten wird an nichts fehlen. David sagt, der wird an nichts fehlen. Und er wird die sich ab dort verloren, der sich ganz an Arm lehnen, der wir ab besteht, wo er nicht bei seinem Salz bieten kann, oder bei seinem Zuckerdose, oder whatever da wir, er hat nichts von dort. Da wir alle dort geblieben. Sicher, was er Wort gehört hat und wo kriegt, das weiß wir nicht. Aber er wird von seiner Comfortzone, wie er weit war, dann sagt er, wir haben mal ausgefunden, wo Gott der Herr ist. Und dann sagt er, und der wird sich ab Arm verloren, der wird an nichts fehlen. Was ist an David gewesen, er sagt, dass das wird an nichts fehlen. Ich glaube, dass er hat das Frieden in dieser Gemeinschaft mit Gott. Er wird sich sicher, whatever the circumstances herum sind, die wollen ihm nicht durchrieten. Die wollen ihm nicht mutlos mehr. Wenn er weiß, ich bin in Gemeinschaft mit Gott, die Circumstances, die Leute nicht, dass die mich durchrieten können. Wir sind dort in dieser Stadt, wo er kickt nach und sagt, kick mal gerne dort. Die wird angegriffen, du fehlt Hilfe. Ich will gehen helfen. Ich bin bereit zum Helfen gehen. Ich kicke nicht bloß an meine Circumstances, ich muss ran, ich muss sein, für mich dort zu sein. Gerne, die fehlt helfen, ich bin bereit zum Helfen. Wo immer ich komme.
Dann sagt er in Vers 11, sogar die junge Leist kann schwach und hungrig werden, aber die den Herrn siegen, wird das an nichts Gutes fehlen. Die den Herrn siegen. Das ist was David tut. Er sucht den Herrn an der Lehr, wo er will. Vers 12. Kinder kommen kommt mal her und horcht nach mir. Ich will ihnen lehren, den Herrn zu fürchten. Na, ich weiß nicht, wer du kriegst alle gewusst ist. Aber ich glaube, ich habe auf einmal zu all den Männern, die da rum am wären, gesagt, komm, wir uns mal durchsagen, und wir uns da mal nennen, wer Gott ist. Da nicht gesagt, wer wir uns da mal nennen, wo unsere Laune ist. Wir haben uns Tüß verloren, und frühes war geblieben. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, komm, wer wir uns da mal nennen, wo Gott der Herr ist. Dann sagt er, und eine andere wird ja sein, wenn der hat Top geraubt und sich der Handel gesagt, dann sagt er, wer von euch wird gleich einen guten Tag haben? Wer würde gleich glücklich zu leben? All diese Männer, die wären Söhne, die wären von Tüß verloren, die wären eine Boy, die wären auf einem Platz, wo sie wissen, irgendwie kann wer kommen verklären, wo sie wären. Oder vielleicht sogar eine Armee kann kommen und segnen. Aber er setzt sich durch mit diesen Männern durch und er fragt, wer von ihnen wird gleichen, glücklich zu leben und gute Tag zu haben? Und ich glaube, wenn uns diese Frage gestellt wird, dann wird uns vielleicht lächeln und sagen kommen, ja, ich würde lächeln, aber wir würden einen Oberhänger anschreiben. Mein Geld redet nicht ganz ut, oder meine Arbeit ist so schwer, oder ich würde lächeln, dort mit den anderen, dann würde ich kennen. David wird mir stehen, wo er ein doll Dinge, wo er kann abnehmen, dort fehlt der anderen, und dann würde ich ein glücklicher Tag haben. Aber was sagt David in Vers 14? Wenn du wirst glücklich sein, und ein glücklicher Tag haben, sagt er, dann hol deine Zunge vom Beißen und deine Lippen, dass du nicht leise reden. Was hat David in diesem Mann für eine Ursache, dass sie das können sein? Oder hatten sie nicht viel Ursachen, dass sie haben können gesagt haben, yes, ich will glücklich zu sein. Aber dass ihre Zunge wird geredet haben über den Tjanik, was schlecht ist irgendwie. Oder über die Circumstance, wo sie band wären, dass sie nicht können bei ihrer Familie sein. Oder die würden ein doll Dinge haben können abnehmen, wo die Circumstance wird, dass wenn dort ist geändert wird sein, dann wird wir kein gute Tag haben und glücklich sein. Aber David sagt, pass ab, was du redest. Pass ab, wo du reden das. Wenn all diese Dinge, das kann über dem Lehne sein, wenn du die nennen lässt, wo die Circumstance ist, das kann die wo du nennen läden, dass du bloß anmutig und negativ reden wirst. Aber David sagt, wer das Leben ein gute Tag haben will, der muss bloß abpassen, was er redet und wo er sich nennen lässt. Die Circumstance hat nicht mehr das zu tun, wo glücklich ich sein und wo friedlich ich kann leben. Vers 15. Blieb von der Beise wach in der Gode, sieg Fried und strebte nur den zu holen. Und diese Lehre, wo er wir, dann sagt er, wer wir bloß von der Schlechte wach bleiben, wer wir den Fried segnen, was von unserer Seite ist, er wisst, dass in dieser Stelle wenig Fried zwischen Arm und den Tjanik. Er wisst, dass viele Menschen werden angebracht worden, wegen Arm, oder wegen der Aufrede, was zwischen Arm und den Tjanik wird. David könnte gesehen haben und sich beschuldigt haben, warum ging ich noch nach dem Priester, warum ging ich nicht weiter? Da würde das ganze Darb der Mann nicht angebracht worden. Aber er sagt, sieg den Fried und streb du nur den zu holen. Wenn es kann weichkommen in der Circumstance, wo ich bin.
Der kann vergehen, der kann verschwinden. Er kann mich schwer merken mit den Dingen, die passiert sind. Rami sind, wo ich kann bloß nicht an ändern. Er sagt, das ist, was ich will tun. Ich will den Frieden segnen und dann will ich den festhalten. Nicht mehr loten von den Circumstances durchriegen. Was leicht wird werden, nur ans Fleisch nur getan worden. 16. Der Herr hat die Gerechte im Öl und seine Ohren hören, wann die schrien. Der Herr hat im Öl und wenn er schrien wird, dann hört der Herr. 17. Der Herr hat sich über jeden, der gesagt, der bei sich tun, dass ab ihr nicht mehr an soll gedacht werden. So, wenn David sagt, dass der Herr hat sich jeden, der gestellt, der bei sich tun, und David, als du in der Heul, und sein Feind kommt zu dich bei, und er kann mit dem Messer den seinen Rock aufschneiden, zu dich bei, und er sagt, der Herr hat sich jeden, der gesagt, der bei sich tun, würde er, wenn er fleischlich gedacht hat, nicht bloß genommen haben und nu hat die Gelegenheit, diese Feindschaft einzubringen. Aber er schoß nicht. Er sagt, ich verlot mich auf den Herrn und lot der Herr dort tun, was er fehlt. Vers 18 sagt, der Gerechte schrien und der Herr hielt und halbt und an ut all ihre Not rüht. Der Herr wird der Wahrheit mehr, dass ich da rütkomme. Ich brauche nicht sagen. Ich da bloß dort, wo ich von dir kann, und blieb in des Fried, sich den festzuhalten, in den Fried, in die Gemeinschaft mit Gott. Der Herr ist all die nur an, die in gebrechenet Hort haben, und Hauptteil, die in bedrägten Jäs haben. Der Gerechte mag viel leiden, aber der Herr haupt am mit allem Rüd. Der Gerechte mag viel leiden, sagt David. Und er 30 an das ist, was Gott geplant hat. Er hält sich daran fest, wenn Gott das geplant hat, ich sei nicht die, die anmutig sind. Ich sei nicht die, die durchgedreht sind und noch sogar all die Männer Rami sein in diesen Anmuten zu rieten. Und als ich an das mir nennen lassen und dachte, was von der Lehre dieser Männer da alle wären, wie viel Ursache würden sie gehabt haben, sich der Arm sich bloß anmutig zu machen. Und dann, dass ich mich selbst fragen, wenn du nicht alles so ist, als ich mir das wünsche, würde ich gleich anfangen, negativ über die Situation zu reden und sogar sein, die Menschen, mit wo ich taub sind, sein in diesen Armut miteinander zu tragen. Das will so leicht passieren. Dass wir die Situation immer so anchecken, dass ich sein auch reich. Aber bei mir würde es nicht so steht dürfen sein. Das ist nicht, dass wir das alle tun, aber das ist vielmals, was uns Fleisch tempting wird, dem Weg zu sein. Und das ist something, was wir uns lernen sollen von David, dass Segen diesen Frieden in den Sein zu holen, in alle Circumstances, wo immer wir nennen geraten tun. Wer erst durch die Jahre im Leben ein gutes Deal haben will, der muss diese positive Attitude haben. Und checken vorbei dort, was Ramans ist, was uns anmutig merken will. 21. Halbe Wort und sieht dann dass keine Knerkes bringen. Auch even, wenn er Gott beschützt, dass nicht kein Anblick treffen wird. Den Gottlosen wird dort Anblick anbringen, wer der Gerechte versteht, wird gestraft werden. Der Herr rat sein Knecht seine Säule und all die, die er Vertrauen auf ansaten wollen, keine Schuld haben. Und das ist so wertvoll, dass David das letzte Vers schrieben hat, sagt, der Herr rat seinen Knecht seine Säule. Er denkt nicht bloß an seinen Körper, an seine Circumstance, wo er gerade bin ist, aber er sieht das Fried und er sieht diesen Festhalten, wie er weiß, dass der Herr wird sich an seine Säule kümmern. Und das Fried an seine Säule gibt ihm den Mut,
dort auch so dort ruhig zu sein. Vers 13 und 14 sagt es, wer erst du der Jahren Leben in Gode Deo haben mag, dann hol deine Tongue vom Beisen und deine Lippen, dass die nicht leeres reden tun. Das ist ein Gesetz von dir, wo das braucht, dass wir glücklich sein. Dass wir nicht wollen Beisen reden, dass wir nicht wollen Dinge sagen, die nicht so sind. Und David sind Leo, woher ben wir, sagt er, in das Fried die positive Seite festzuhalten. Er sagt bloß, die positive Seite an seine Mitmenschen anzubringen. Er versucht nicht, die negativen Dinge zu erwähnen und sich an die zu fallen. Er sagt, und will hij dit heran sein, dat de met zijn tong van buiten wegholen, nicht lees reden, als een bewijs dat hij zelfs kan getempt zijn van de negatieve zijde te reden en zijn Mitmenschen op te hitzen. Wir weten dat in James 3, Vers 7, da sagt es, die Menschen haben verschiedene Dinge versucht, unter Kontrolle zu kriegen. Haben verschiedene Dinge getan, aber die Tongue, das ist ein Ding, was sehr schwer weil unter Kontrolle zu kriegen sind. Das wird James sein. Und David hier, der sagt, wenn wir wollen glücklich sein und Gott leben, dann ist dort Nummer 1, wo er sitzt und der Lehre, wo er ist, dass er nicht wird negativ reden. Dass er nicht wird den Menschen Raum negative Einfluss geben, wenn es dort ist, wat nicht wat Gott deel brengt, wenn wir alle negativ sind, ansluiten von den Circumstances doeldreigen und anmutig worden. James, der versucht noch zu erklären, dass wir so nicht negativ reden und dann über den Herrn versuchen zu loben. Ich will die Versen lesen in Vers 9, 10, 11 und 12 sagt es, mit der Tongue lobe ich Gott dem Vater und mit der Tongue pflegt wir die Menschen, die nur Gott sein Bild geschaffen sind. Und wenn wir hier nu an David seine Seite denken, wenn er das gedacht hat, dass Gott hat so gemerkt, er hat den aus dem König angestellt und wo wir kann jeden Arm reden. No, das kann ich nicht. Vers 10 sagt er, einmal kommt loben und pflegen meine Brüder, dort soll niemals so dort sein. Jeft eine Qual uit ein Loch, seit es im Bettret Wuter täglich, dort ist uns alle deutlich, das nicht. Aber wenn wir dann in eine Lehre kommen, wo uns nicht sehr interessieren wird, dann will es aber leicht anfangen, dass wir wollen negativ reden, oder dass wir wollen abgeregt sein und mit dieser Abgeregtheit Dinge reden, die aber negativ sind. Und dann würden wir Sonntag nicht kommen und wir würden mit Frieden loben und preisen. Dort ist, wo wir sollen abstehen und uns bewirken. Dort, wo wir machen abpassen, wer wir sind. Dort Fleisch will dort. Aber David sagt, dort Sieg dessen Frieden, oder diese Gemeinschaft kann sein mit Gott, dass wir nicht wollen, dort verlieren. Oder dort Segen festhalten, dass wir dort nicht wollen verlieren. David sagt in der 12. Vers, kann ein Feigenbaum Oliven oder eine Weinrank Feigen drehen, gerade so allmählich kann eine solche Qual täglich Seite geben. Und wenn wir ans Nanloten dann, wo David dort ging, und er sagt, wenn wir wollen Gott haben, wir wollen glücklich leben, dann passt ab, was in der Tongue tut. Wir wollen gleich unbedingt kurz anfangen, schlechter zu reden, aber wir wollen nicht unbedingt liegen gehen und so was. Aber wir können leicht einen negativen Eindruck geben von einer oder von der anderen Seite und durch dort vielleicht eine ganze Gruppe Menschen abreden, negativ zu denken. Nächste Sonntag sind wir in der Kirche
Und wir loben Gott. Er tut so was vielleicht all und beten zu Gott und danken an für was Gott ist. Aber haben nicht abgepasst, wo uns Reden gewast ist, zu unseren Mitmenschen, Raum uns, wo wir gewast sind. Denk wie an alle Wege immer an Gott. An der Weg, wo wir, an der Lehre, wo wir sind, habe ich dort immer klar, dass das erst steht, was Gott hat zugelassen für mich. Oder das erst steht, was Gott gut sieht für mich. Wer das Leben in Gottes Deel haben will, der wird in Städten nennen. Oder ich soll es vielleicht andersrum sein. Jeder einer von uns, der hier im Fleisch leben wird, der kommt ab Städten hin, wo er sich selbst fragen muss, na, woran so steht. Oder was ist nun passiert? Proverbs 3, Vers 6, 7 und 8 sagt es steht, denkt an alles, was du tust, und er wird dir den rechten Weg weisen. Hol dich nicht selbst für was, fürcht den Herrn und bleib weg von was schlecht ist. Dort wird für deinen Körper gesund sein und wird deine Knie stark holen. Negative Reden ist immer something, was uns raufrieten wird. Dat ons zelfs en dat ook dat wat ram ons zijn. Doel meer. En dat is something wat we van David leren kunnen. Dat we aan doen en wat van de leeuw hij weer. Maar hij verzocht immer te kijken, wo kan ik een blessing zijn. Hij weer op een vlucht, hij moet ran en dan zeggen dat jane staat, Keiler, die fehlt hulp. En ik weet dat wanneer ik naar die staat ga, dan zijn ik zeer dicht bij mijn vriend, die mij dan leicht wird können überfallen. Aber hij sagt, dort, dat ik wat kan help zijn en zijn zijn, als dat de vriend een gelegenheid krijgt. Hij zegt, de help wat ik daar geven kan, dat is wat ik wil. Zij würden zich kunnen armoedig merken en zeggen, aber kijk, dan komen we zo dicht bij den vriend, en dan wordt hij ons in de schlein krijgen. Aber David zit nicht dort. Ja, hij zit dort, aber hij zit den Segen, wat ik wat kan zijn, dat is wat ik heran wil zijn. De blessing, wat ik wat kan zijn, te deze stad, dat is wat ik wil. En God wordt mij beschützen, zoals we dat al lezen in Psalm 34. Proverbs 16, Vers 6 sind noch ein paar mehr Dinge, was uns sagen, wo wir uns kennen und eiven. Es sagt, der treu hat gelaufen abrechtig sein, kommt Sinnen Vergebung. Der Furcht für den Herrn bleibt einer Wahrheit von Beisen. Trainer das Leid, was wir singen deuten, an unsere Actions, was zu sein sind, wo soll wie Gott gut sein. Und hier sagt es, diese Treu hat gelebt für Gott. Und wie du ein abrechtig sein, das für Gott uns annehmen wird. Das für Gott uns vergeben wird. Nicht, dass ich nicht sage, dass dort der Weg ist, wo er uns vergeben wird. Aber wenn dort du ist, dann kommen wir auch wieder an dem, dass wir bekennen und dass wir Sinnenvergebung erfahren können. Die Furcht für den Herrn, der Furcht für den Herrn bleibt einer Wahrheit von was schlecht ist. Wenn wir Gott fürchten, dort ist, wo wir die Kraft kriegen, vom schlechten Weg zu bleiben. Vers 7. Wenn den Herrn ein Mann seine Wege gefallen, merkt er sogar seine Feinde mit Arm und Frieden leben. Wenn Gott das gefallen hat, so sagt in du Leben down. Sogar der Feind kann uns nicht beschuldigen, der gleich sogar dich bei uns zu sein, weil er weiß, du hast Frieden, du hast Frieden, du hast Leben, du hast ein guter Deal, du hast nicht negativ sein. Matthew 5, Vers 9 sagt, die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten.
Sagt, glücklich sind die du Fried merken. Wisst, die waren Gott seine Kinder genannt worden. Und dort ist, wo wir uns sein, dass wir sind Gott seine Kinder. Dann sind wir auch die Fried merken. Dann sind wir auch die positiv sind, nicht die negativ sind. Wenn dort du ist, dort ist, wo wir glücklich sind und wo wir glückliche Dinge in uns Leben beleben tun. Even wenn die Circumstances uns auch schwer merken. Oder vielleicht sogar, wo die Gelegenheit sein, dass wir nicht negativ sein. Frei wir uns, untereinander zu halten. Und ich glaube, dort ist bei uns sehr tüchtig, dass wir uns dort freuen. Dort ist something, was wir all gelehrt haben. Dort ist something, was uns scheint. Galatians 6, Vers 2 sagt, halb einer den anderen seine Last drehen und dadurch tun, was Christus in Gesetz verlangt. Wir alle haben aber unsere Dracke stehen. Wir sind Drack, haben viele Dinge an, wo wir uns mit beschäftigen. Aber wenn das in uns hart ist, so als es in David sind wir, dann wo wir mit den Circumstances manchmal Dinge ramschieben können, oder positiv bleiben können, wenn wir nicht viel tun können, aber dass der Mensch, der diese handgegebene Leben von uns feilen kann. In Vers 5, da sagt es, willst in jeder wird seine eigene Last drehen machen. Wird immer den abkommt, aber in du kann die sein, die du kann beifügen, wir kann halten. Wir können eine Stadt sein für denjenigen, wer immer was drehen hat. 1 Corinthians 10, Vers 32 sagt es, gebt keinen eine Ursache, sich an Juden zu streiten. Nicht die Juden, nicht die Griechen, aber besonders nicht Gott seine Kirche. Wer hast du, der hier im Leben einen guten Deal haben möchte? Besonders von denen denkt wir an positiv sein. Nicht negativ sein, nicht negativ reden. Wir sind von denen, die positiv sind und die uns practicen tun, positiv zu sein für die Umgebung, wo immer wir sind. Dort Gott sein Namen kann verherrlicht werden durch uns Leben. Positiv sein bringt immer Frieden mit. Negativ sein, das redet uns immer durch. Wo immer wir positiv von der uns sein, wenn wer kämpft, und die würden uns negative Geschichten mitteilen, dann haben wir die Entscheidung, negativ zu sein, oder wir können sein, no, negativ sein, nicht. Bis wir haben einen Gott, den wir uns anvertrauen dürfen. Und für ihn sind wir durch. Wir sind positiv, even wenn wir auch wachran machen, so als David muss. Das, was er uns lehren will. Und das, was er tut, wo wir ein gutes Beispiel von nehmen, dass wir nicht wollen negativ sein und andere Menschen negativ einflussen. David und seine Männer, die waren ein Boy, sie waren manche Steiner. Sie hatten kein Makel Bart, sie hatten keine Daten, sie waren auch was gehabt haben, aber sie hatten nicht dort, was sie tun hatten. Und David versucht, seine Männer zu lehren, positiv zu sein und checken, was haben wir dann. Und diese Lehre, wo wir nu sind, was haben wir nu halten, dass Menschen gesehen sind durch uns. Und das ist mein Verlangen für uns. Ich weiß, wir tun das, aber mir wird das Psalm von Freschen sehr wertvoll. Und ich dachte, mag Gott die kriegen durch dort. Und mag wir uns am Zeit starten an dort, dass wir positive Lied sind. Mag Gott uns sehen. Und wenn wir abstunden zum Beten, wird passend ist. Vor dein Himmel, du bist der, der sich zu uns gut an Bord hat. Du bist der, an dem wir glauben tun. Und wir wurden bekannt, dass du uns Leben geändert hast. Und wir wurden uns dazu freuen, dass du uns die Sünden vergeben hast. Wir wurden dort mit anderen mitteilen, wie viel wert uns das ist. Bevor wir von dir beten wir, dass wir wollen können positiv sein in all unsere Situations, wo wir sind. Was immer das mag sein, dass wir wollen die positive Seite sehen und dass wir wollen ein Blessing sein, für wem immer wir um uns haben.
Vater, wir danken dir besonders für die Vergebung von der Sinn, für den Erlösungsplan und für die Gemeinschaft mit den Gläubigen um uns. Wir freuen, dass du uns segnen und wieder zum Sehen sagen. Vater, wir danken dir auch für das Land, wo wir da wohnen, wo wir können in Frieden leben, wo wir können in Frieden in so eine Gemeinschaft kommen. Und wir können den Gesag segnen, wir können die loben und danken und preisen. Vater, wir danken dir für die Country. Wir freuen, dass du die Lehrer von das Land Weisheit geben, das Land reich zu regieren und dass wir wollen können in das Land ein Licht dachen, ein Licht sein, dass die nun was kann verherrlicht werden. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt, aber dass du uns deinen Geist geben lässt, zum uns stärken und uns trösten und uns segnen. Und Vater, wir freuen, dass du uns beschützen, wenn wir durch das Tag gehen und du wirst deine leidende Hand über uns haben und uns segnen. In Jesus' Namen. Amen.